flying type called chrysalis, and a treaded type, the cocoon. Motor control, target detection, tracking, attack, capture, and transport functions are all controlled by an electronic brain. There's no need for a human pilot. They can only follow simple commands, though. Why build them here? For the CIA. They invited me here a year ago. That's who that guy was. The CIA's station chief for Central America. Goes by the name of Hot Coldman. Apparently he was some sort of hero back at the height of the Cold War. He's the one running the show. We called it the Peace Walker Project. Peace Walker. They're going to deploy a new type of nuclear weapon along the Caribbean coast of Latin America. A mobile, unmanned nuclear platform. Unmanned nuclear platform. A failed deadly system that can automatically move into position and launch a retaliatory nuclear strike. It can move on its own, and stealth shields it from radar and satellite detection, drastically reducing the risk of it being destroyed in a preemptive strike. And this is the new deterrent? Supposed to be. The problem is the locomotion system. There's no dry season in the Caribbean. It rains all year round. The terrain is full of tropical rainforest. A lot of the time you can't even build a proper road. So I went back to where it all started. What's that? Ich war online? Auf Legs. Walking power. A mobile launcher die Quali carrying a weg. thermonuclear warhead even Dafür more machen sie einen immer powerful runter, than the wenn die Soviet Quali wieder weg ist oder was. Danke, ey. RDS-220s. That's Tut mir leid, the Leute, Peace dafür Walker. kann ich nichts. Sind auch wieder einige Leute abgehauen. Da nichts unter anderem wahrscheinlich. We did the assembly and Was soll ich dagegen machen? Ich spiele das Spiel. A walking nuke. I sort of borrowed the original idea from behind the Iron Curtain. The missing link between infantry and artillery. Metal Gear. Metal Gear. But they'd actually need to deploy dozens of them. Coldman needs funding for that. And to get it, he's planning a test, which will also serve as a demonstration for the folks back at Langley. Wait, he's launching a nuke to prove that his perfect deterrent works? In his words, to prove that if someone attacks us, we will strike back. Put simply, nuclear deterrence is the idea of using nukes to keep nukes in check. If one side launches nuclear weapons, the other is sure to launch theirs in retaliation, which makes launching an act of suicide. In the end, neither side can use its nukes. It's thanks to this doctrine that the world's two superpowers have avoided all-out confrontation. Nuclear deterrence has brought us peace. At the very least, it's prevented another world war from breaking out. But the theory of nuclear deterrence exists only on paper. Ja, In Fabi, reality, dafür kann ich there's nichts no für. guarantee Wenn das that Stream either runtergeht, side ist would ein follow through with Twitch-Problem. retaliation. Ich nehme da nicht einmal die There's the Klappe für chance auf. that a Bei mir läuft preemptive alles strike could destroy wie all the missile auf Butter. bases, render them unable to retaliate. But the biggest flaw in the theory is that the decision to retaliate has to be made by human beings. Ja, richtig. Let me give you a real-world example. Let's say country X launches first against country Y. If the people in charge of country Y are like you and me, they're not going to be able to retaliate, knowing that they're effectively ending all human life. So then the weak link in nuclear deterrence theory is the uncertainty of retaliation. Bingo. And that creates a loophole country X can exploit to launch the first strike. Which is why we designed the system to be unmanned. With Peace Walker, retaliation is certain. It chooses the appropriate target and launches a retaliatory nuclear strike every time, without needing human input to make the call. Das geht gar nicht. Launching a nuclear strike against Peace Walker is tantamount to pushing the launch button against yourself. Ja. It closes the loophole in nuclear deterrence theory, rendering our friends in Country X completely unable to launch. What Coldman is saying is that to achieve this goal, we need to demonstrate that retaliation will be carried out by a machine. He will launch his nuke. And then his version of deterrence will be complete. And you believe him? I believe in peace through nuclear deterrence. Why? My father worked on the Manhattan Project. He put his whole life into that research. And all it created was this illusion of peace called deterrence.
And then I was born, unable to walk. I had no choice but to face up to the nukes. But if they do end up launching, it'll all have been for nothing. They've got to be stopped. Where'd they take the warheads? To a base near the border. The final test is 5 days from now. Where's the base? You're gonna stop them? It's kind of a hike. And besides, there's a surefire way to halt the project. You see, Peace Walker isn't quite finished yet. What do you mean? It's missing one last critical structural component. The AI. Its brain. The reptile pod, the electronic brain I was working on, can only follow commands like, go there, attack that. Also bis jetzt simpel. I guess you could compare it to the human cerebellum. Bis jetzt ja so But for simpel. nuclear deterrence to work, it must function in place of a human decision maker. It needs something to analyze the huge volumes of data coming in and select an appropriate target for retaliation. Hence, it needs the high-level decision-making ability of a cerebrum. A mechanical cerebrum. The hardware configuration is modeled on the human brain, similar to the pod I worked on, but its role is completely different. Where's it being made? A research lab to the north. An AI expert named Dr. Strangelove is developing it. Very hush-hush. Dr. Strangelove. Strangelove was recruited from the States, too. In the field of AI, there's no one better, that's for sure. But man, what a basket case. She hates everybody. Go to the lab and destroy Peace Walker's cerebrum. I'm pretty sure they haven't finished the final calibrations yet. I'll lend you my ID card. It'll get you through security at the lab. Oh, and one more thing. What's this? A letter of recommendation? Yeah, it's from me to Dr. Strangelove. Don't read it, okay? So what will you do now? I'm done with science. At this rate, I'm probably already halfway to hell anyway. Not so fast. Why not join us? Our place is outer heaven. You'd fit right in. Outer heaven? Yeah. I'm probably better suited to something like that than this paradise. Good. You get a free balloon trip for signing up. Enjoy it. You'll feel like a butterfly. You're an agent, right? Who do you work for? Me. I was a Cold War tool, same as you. Now I'm not so useful anymore, so they cut me loose. I don't answer to anyone. Call me Snake. Snake. That name seems familiar somehow. That's probably just deja vu. See that there? Beyond the cloud forest? See those ruins? Yeah. That's where you'll find Dr. Strangelove's lab. Ist nur Déjà-vu, Otacon. Nein, also Otacon ist nicht der falsche Name. Also, so. Ich habe eben kurz mein Essen gemacht und so. Habe währenddessen auch zugehört, keine Angst. Ja, 20 Uhr, die großen Streamer gehen online und ziehen die Twitch-Kapazitäten. So ist das, Fabi. So ist das Leben. Kann ich nichts gegen machen. So. Ja, das ist nur ein Déjà-vu. Schön, wie du darauf eingehst. Fabi, das brauchst du nicht eigentlich rein kopieren, weil jeder, der kurz danach googelt, findet sofort die Infos. Da sind alle bloß ein bisschen faul. Aber trotzdem danke, sage ich mal an der Stelle. Entschuldigung. Düppelgranaten und Nachtsichtgerät, klingt gut. Snake, the doctor's safe here with us. Huey, how are you feeling? Never better. This is quite the pad you've got here, boss. I'm impressed. Call me Snake. Whatever you say. Like it or not, everyone here calls you boss. By the way, if you're at all interested in improving your tech, by all means assign me to the R&D section. Macht Sinn. I'm pretty sure I'll be of some use. Once we have the necessary materials and blueprints, we can start work on that bipedal mech. Ja. I appreciate that, but are you sure you're okay with having your work used for war? I'm
I'll be using it to keep past mistakes in check. Okay. If I can help thwart the Peace Walker project, I'm happy to do it. Deterrence theory, Huey style, huh? Anyway, if you need any intel on the enemy's weapons or electronic brains, contact me. I've been given my own frequency. Sounds good to me, Doc. I'll do that. Good. Whatever the means, you must put a stop to their plans. Schön. Gut. Das heißt, wir haben jetzt einen weiteren im Team und what the fuck, es gehen immer noch mehr Leute weg. Wir sind da schon wieder bei 18. Hey boss, you mind if we powwow for a second? Das Einzige, was ich dazu sagen kann. MSF brand Wenn mir ein Arsch rations. frei ist und es den Leuten nicht reicht, dann... No. With all the men we have now, it may be time we started sending some of them to other countries. You mean dispatching marks? How else are we gonna keep feeding the crew we have? I know. You're right. Okay, to deploy troops, select outer ops from the mother base menu. If it goes really well, we might even get new recruits, weapon design specs, or leads on new missions. We can deploy any vehicles or large-scale weapons in our arsenal as well. And if things don't go really well? Yeah, we could lose men. I won't try and force you. You're the one calling the shots here, boss. Tja, Fleck, das kann sein. Wenn dem so ist, brauchen sie sich ja nicht angesprochen fühlen. Wenn sie aber der Meinung sind, dass ich meinen Job nicht richtig mache, dann können sie mich mal. Dementsprechend, Fleck, du verstehst einfach nicht, was für ein Aufwand dahinter steckt, um diese ganze Kacke hier zu machen. Und um das alles aufrecht zu erhalten, wie viel Zeit da reinfließt. Und Aufwand und Energie. Dementsprechend, da habe ich auch mal das Recht, mich mal kurz eine Sekunde aufzuregen. Lass es kurz raus und dann ist okay. So. Und kein Problem, Jahawk, jeder kann auch mal später kommen. Braucht sich dafür nicht entschuldigen, alles gut. Das ist ja keine Pflicht. So, ab jetzt haben wir auch Auftrag-Ops. Huey ist beigetreten. Ein paar Sachen entwickelt, haben einen Ausweis bekommen, Umgebungsanzeige, Doppelgranaten können wir entwickeln, Nachschubmarker Rang 2, Ration Rang 2, Nachtsichtgerät Rang 1 und einige sind Soldaten besser geworden und so weiter und so fort. Dann kümmere ich mich erstmal kurz ums Personal und danach esse ich was und wir gucken uns dabei dann diese ganzen, wir hören uns dann mal die ganzen Gespräche an, die man hier optional sich anhören kann. Das ist ganz gut, interessant für die Story, von daher. Huey. Entwicklung lauffähiger Waffen. Ist die Person Teil des F&E-Teams, wird eine Entwicklungsabteilung für lauffähige Waffen eingerichtet. So. Dann. Unterstützungsschlagmarker Rang 1. Fulton-Rettungssystem Rang 3. Cool. Okay. Auftragsops, da kümmern wir uns nachher drum. Erstmal F und E. Doppelgranaten, natürlich. Sehr nützlich. Nachschubmarker werfen. Rang 2. Dann kann man halt Nachschubmarkierer werfen, statt immer dieses Ding, was ich vorhin immer aufstellen musste erst. Kann ich einfach wie eine Granate schmeißen und benutzen. Unterstützungsschlag ist noch eine andere Variante. Aber der ist nicht so pralle. Damit kann man halt einen Luftschlag quasi anordern. Aber da gibt es bessere Sachen, glaube ich. Zum Beispiel Rationen zum Beispiel auf Rang 2 ist mir dann doch wertvoller. Und das Fulton-System auf Rang 3. Siehst du, mittlerweile ist meine GMP, die Währung doch ein Objekt. Dann muss ich doch ein bisschen aufs Geld achten. Okay, dann. Kann ich das aus der Datenbank anhören? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Da auch nicht. Also muss ich in die Einsatzauswahl, okay. Dort suche ich mir dann die einzelnen Sachen alle raus. Und wir hören die uns mal nebenan, in Ruhe, während ich esse. Und wir lernen ein bisschen mehr über die Menschen. Kann ich die auch hier direkt raussuchen? Nee. Dann gehe ich einfach mal... Hier, unter den Special Ops finden wir jetzt auch Panzerfahrzeugkampf. Den Panzerkampf, den ich schon hatte. Nur nochmal ein bisschen härter, glaube ich. Und halt zum Farmen, sozusagen. Commencing mission. You're in for some heavy combat with this one. Try and make it back in... Naja. Okay, aber darum geht's mir gar nicht. Mir geht's sowieso nur um die Briefing-Dateien. Von daher. Fangen wir doch mal an mit Katsuhira Miller. MSF. Wie ist das eigentlich alles passiert? Remember why we created MSF Snake. To provide military force to whoever needs it, wherever they are, regardless of nation or ideology. Our beliefs aren't all that lofty. We just won't be the tools of any one country. Exactly. We know only how to fight. But we refuse to live our lives at the whim of the state. The MSF seal is patterned after Pangaea, the supercontinent from 250 million years ago.
Back then, the whole world was one landmass. One world. No gaps, no rifts. Our strength will take us back there. Oh. Mhm. Also das sind mal hehre Ziele, würde ich sagen. Ziemlich groß gesteckt. Wie damals der Superkontinent. Heilige Scheiße. Danke, Pnio. Und ja, Big Daffy, ich weiß, dass die alle interessant sind, nur die Zeit werden wir wahrscheinlich nicht haben. Viele von denen gehen ja auch ein bisschen länger. What about you, Kaz? Any interest in expanding MSF? You'd better believe it. I want to make us into an organization that doesn't take orders from any country. Just like you were saying. We have to be strong. Strong enough to defend ourselves. We need money, too. Money to train soldiers to fight. The way I see it, we make MSF into something along the lines of a new kind of business. A contractor providing the full range of military services. Not just combat, but logistics, training, weapons, outfitting, and R&D. Combining the small footprint and exceptional performance of special forces with the raw military might of a full regular army. Only with that kind of power can we break free of nation-states. What I need from you, boss, is to go out and find guys we can bring back here using Fulton Recovery. Then tell us what assignment to use them for. I'll take care of the rest. Okay, das war bloß das Konzept quasi hinter MSF. Und danke, Leute. Ich lasse es mir schmecken und wir hören uns nebenbei die Sachen mal an. Schon interessant. Your old mentor, the boss. She was known in the West as the mother of special forces, right? Nothing but propaganda. Actually, it's not all that far from the truth. I heard the KGB just set up a counter-sabotage cell. Alpha Group, I think they call it. There's even a rumor that West Germany created a counter-terrorist unit within its border police after the debacle at the Munich Olympics. Back home in the States, they've got the illustrious Green Berets, the SEALs, and your personal creation, Foxhound. The seeds sown by the boss are beginning to sprout. Same goes for MSF, right? In creating it, you were carrying on the will of the boss. Yeah. She taught me how to fight the hard way. She beat it into me. And now, thanks to her, we can take on missions other than just conventional combat. After all, we've got the same mother as the Army's Special Forces. Tja. Das trifft's ganz gut. Sieht nach Ravioli oder so aus, ja. Ist nur so ein Fertiggericht. Schweinehacksteak mit ein bisschen Nudeln und Rotkohl dazu. Nichts Besonderes. Ein großer Führer. Che besucht Hiroshima, Che Guevara. Er redet über Che Guevara, okay. Aber erstmal über sich. Wie Miller und Snake sich kennenlernten. Das ist doch mal hochinteressant. Life's funny sometimes, isn't it? What brought that on? We first met as enemies on the battlefield. And now here we are fighting side by side. You mean Colombia? Yeah. After I quit the JSDF. I made my way there and got myself a position as a drill sergeant for a band of revolutionaries. Despite the fact that I'd never seen a day of combat. I see you had the gift for talking business in Spanish even back then. Oh, come on, stop it. You're making me blush. Unlucky for me, though, you were in the service of the Colombian Army. I remember it like it was yesterday. It all happened in an instant. You guys ambushed us, and half my unit was taken out. My mind went totally blank. I couldn't keep it together. My whole unit was wiped out. And I was left half dead from a bomb blast. Then, as I was leaving, you yelled out at me. I came all the way from Japan to be here. My place is on the battlefield. Then you asked for my help, saying, I want to be the one to end it. I remember being surprised that there were still samurai in Japan. You guys came over to me. I had a grenade hidden under me, but even then you were too fast. The second I pulled the pin, you grabbed the hand I was using to hold the grenade with both palms. I didn't want it to go off. I'd heard samurai were a proud bunch. I wanted to know why one of them would stoop so low as to try to take his opponent with him. And I said, I'll never lose again. We'll never lose again. Yeah. We'll do whatever it takes, but we'll never be beaten again. Then, I passed out from the blood loss. When I woke up, I was in your camp's infirmary, stuck full of tubes. Why'd you save me? Your enemy after I tried to kill you. Because you swallowed your pride and fought with everything you had. I just didn't want to lose. You found a way to fight back, even in the face of death, even when you knew you were going to die.
That's the mark of a true warrior. It's not about gain and loss, or victory and defeat. I looked at the way you lived your life and saw the path I needed to take. As a warrior. Wow. I never knew that. And that's why you... I realized then that the battlefield doesn't only divide people into allies and enemies. Sometimes it tells you more than just who's an ally or who's an enemy. Sometimes it helps reveal your true comrades. Like you and me, huh? That's right. And 2 years later, here we are. Das war wirklich interessant. Krass. Die Geschichte habe ich mir damals selber noch nicht angehört. Huh. Ja, was gelernt. Eine Lücke geschlossen. Wie haben die sich kennengelernt? Schon beeindruckend, dass die echt so einen Hauptcharakter hier mehr oder weniger einführen, ne? Weil Katsuhira Miller ist definitiv ein Hauptcharakter. Da kann mir jemand sagen, was er will. Und das war wirklich erstaunlich lecker. Das war sehr gut. Jetzt geht's mir auch besser. Dass sie das wirklich gar nicht erst zeigen, sondern das passiert einfach quasi. Zwischen Portable Ops und Peace Walker ist er auf einmal da. Schon faszinierend. Gucken wir auf Spezialobjekte. Karton. Karton! Snake, about cardboard boxes. It feels kind of weird me explaining this stuff to you. But there have been a few recent developments in cardboard box technology. So just to be safe, here goes. Go on. You can do much more with the box than just hide under it. You can put it someplace and leave it there. You can get on top of it and use it to reach high places, or hide from the enemy in its shadow. I like what I'm hearing so far. And that's not all. You can even put items in it and send them to co-op's teammates. Really? I never thought of any of that. Damn. Is there anything a cardboard box can't do? Every soldier should have one. Yeah, well, don't get too excited. This isn't exactly what they were made for. Which reminds me, don't you think the boxes around here are a little on the big side? You're right. I bet 2 people could fit under one box, if they packed in tight enough. They call them love boxes. Love boxes? Of course, you don't need a love box to fit 2 people inside. Any box of similar size will do. Okay. Cardboard Box Technology, habe ich auch gehört. Sau interessant. 2 in einem Karton ist halt interessant für Koop, aber... Oh mein Gott, gibt's eigentlich irgendwas, was ein Karton nicht kann? Zu geil. Snake, about that cassette player Galvez was carrying. What about it? That was no Russian imitation. It was the real deal. A prototype developed by a Japanese company. Get out of here. It's true. It had the Sony logo on it. The product name is Walkman. Walkman. It's a revolutionary new concept. Music you can listen to on the go. You can take it with you when you leave the house. I gave it a listen, and you wouldn't believe how good the sound quality is for something so tiny. And in stereo, too. Think of the technology that must have gone into it. And that tape is equally amazing. The treble range is clearly superior to any other cassette ever made. Stylish, too. How'd Galvez get his hands on a model that's not even out yet? Beats me. It's not the kind of thing I'd expect some stodgy Soviet to be into. Me neither. Tell you what, though, it's a fine piece of work. It'll let me listen to my music when I want, where I want. I never thought I'd hear you say that, but I have to agree. Me? I'm a recording freak, and I always used to laugh at the idea of a portable player. But now that I've seen it in action, I've changed my mind. Being able to take your music with you, this could be the start of a revolution in music. Ja. Could be. I'm having the guys at Mother Base study and analyze it. Who knows? They might be able to come up with something even better. Der heilige Walkman. Ja, aber das war damals wirklich eine Revolution in der Musik. Der Walkman. Auf einmal ging sowas. Und das war wirklich holy shit awesome. Egal wie viele Probleme Kassetten hatten, man konnte es überhaupt nutzen. Das war das Geile dran. Egal, auch wenn Kassetten sich gerne mal gefressen wurden von einem Walkman und sonst was. Herrlich war das. Bereich. Klienten. Alles Pass. Kalter Krieg. Friedensverfassung. Sehr interessante Sachen auf jeden Fall. Auch gerade geschichts- und politisch. Interessierte, glaube ich, können sich hier ganz schön austoben. Pass. Übersicht. Pass. My mother was the one who named me Paz.
She said it was an expression of her wish that the country stay at peace. It is a pretty common name in Central America. My mother always used to tell me, never make war. Always help keep the peace. I remember. Your grandparents. Yes. They died in the Civil War. I think that is why my mother hated war so much. That's another thing you've got in common with Kaz. His mother named him Peace, too. See, because Japan also suffered through war. Mhm. I think I know how Mr. Miller's mother felt. Schwer zu sagen, ob sie das wirklich weiß. You like the peace sign, huh? See, as a gesture, it connects every peace-loving person. Here, you try it, Snake. Peace. No thanks. It doesn't suit me. Too bad for you. You know, the V in the peace sign comes from the V in victory. When did it start standing for peace? I am not completely sure, but Studentenbewegung. I guess it came out of the protest movement against the Vietnam War. Genau. Oh, and do not turn your hand around when you do it. Especially around British people. Ja. It is insulting. Und erst recht nicht bei Franzosen. Sollte man es auch nicht tun. Wenn man das nämlich das umgedrehte Peace-Zeichen bei Franzosen zeigt, ist das eine harte Beleidigung. Das ist nämlich das Zeichen für die Briten. Also, wenn man es den Franzosen zeigt, ist das das Zeichen der Briten. Und der große Feind der Franzosen war immer der britische Langbogen. Und der wurde so abgefeuert. So. Dementsprechend, das war immer deren hartes Problem. Dementsprechend nicht tun. So, you live alone now? No, not alone. I've been living in school dormitories since I started junior high. After my mother died, my relatives took me in, but they were not my real family. You didn't fit in there. In a way. My aunts were kind to me and all. But I know how difficult it must have been to suddenly have a child thrust into their lives. When you live with someone, there are no secrets. I could tell my being there was a burden on them. Sounds like a rough childhood. I would not say that. I was lucky just to have people take me in. There were fanos living out in the streets because their mothers died. It is even worse in countries with frequent civil wars. So, who am I to complain about my childhood? You're a pretty tough kid, you know? Not at all. I am not strong at all. Doch, wirkt aber so ein bisschen, ehrlich gesagt. Sie wirkt ziemlich tough. Dann erzählt sie viel über die Gegend und so weiter und über Costa Ricas Geschichte. Bestimmt schweineinteressant, aber wollen wir mal eher gucken, ob wir noch witzige oder Sachen, die direkt auf die Person bezogen sind, Sachen finden. Kaffee aus Costa Rica. Da gibt bestimmt eine Menge interessante Sachen, gerade für mich persönlich, aber naja. Wurden nicht den Briten die Finger entfernt, wenn sie gefasst wurden? Und wenn sie noch zeigen konnten, konnten sie noch schießen? Würde Sinn machen. Das weiß ich gar nicht, Fabi. Kann aber gut sein. FSLN. LC. Die Wassermelonenverkäufer. Das klingt witzig. Sagt mir nix. Wofür steht das? Hey, how's the watermelon business these days? Not bad. I hear the compass back home are hanging in there too. Good to hear. You know our nickname. I'm impressed. No wonder they call you boss. You used to hide your weapons in hollowed-out watermelons. Smuggle them right past the National Guard. Ah. You even transported pineapple grenades that way. The name caught on among sympathizers in the region and... What are you talking about? They call us watermelon sellers because the general's name sounds like the word for watermelon. Sandia. Oh. Really? Si. Damn it, Kaz. Da hat Karzin wohl Scheiße erzählt, verdammt. Aber ich fand beides klang interessant. Die mit den doppelten Ausrufezeichen, entweder gehen die dann immer noch ein bisschen weiter, dass sie noch ausgebreitet werden, oder sind besonders wichtig. We are Sandinistas, the heirs of General Sandino's will. Sandino, the father of modern guerrilla warfare. To you, maybe. To us, he's more like a real father. That why you named yourselves after him? Of course. La Frente Sandinista de Liberación Nacional. The Sandinista National Liberation Front is named in his honor. We share the general's goal, to take back our country's freedom. In his day, from America. In ours, from the despot Somoza. Times have changed, but the song remains the same. Schön gesagt. Patria libre o morir. That is our slogan. El Che used to say the same thing, you know.
Patria o muerte. The slogan of the Cuban Revolution. So, you're fighting for a socialist revolution too, then? No, it's not about ideology. We only want to live normal lives. We are sick of living in a country where you can be beaten for walking down the street, where you never know if your neighbor is snitching on you. Our goal is to give back the country to its people. Yeah, the Cuban Revolution started out like that too. We are few in number, but we will win. Victoria o muerte. For a revolutionary, there is no other fate. Too much Spain for me. Ich glaube, du meinst eher too much Spanish. Und meiner Meinung nach ist Spanisch logischerweise neben Englisch die zweite Sprache, wo man definitiv mal ein bisschen was gelernt haben sollte. Lohnt sich. Lohnt sich sehr. Die Stärke des Feindes. Hombre Nuevo, der neue Feind. Nee. Hombre, der neue Freund. Plantagen, Drogen, William Walker. William Walker. La CIA calls their new toy Peace Walker, eh? Yeah. So? It is an insult to us Nicos. Because of the guy you were talking about. Walker? Si. Although it happened over 100 years ago. Back then, the political parties in Nicaragua were at each other's throats. The Nicaraguan Democratic Party hired an American mercenary to help counter their enemies, the Conservative Party. And that was Walker. After taking care of the conservatives, Walker decided to seize power in Nicaragua for himself, eventually making himself president. The Democratic Party gave him an inch, and he took the whole country. But it did not end there. Not only did he make English an official language, he tried to reintroduce slavery. Walker's goal was to build a Caribbean empire, centered on the American South. Caribbean empire? Sounds kind of like what Coleman is trying to pull off. The gringos are always like that. They invent some convenient excuse to trample all over foreign countries like they own the place. Peace Walker, ha. What happened to Walker in the end? A united Central American army led by Costa Rica kicked his ass and sent him running back to America. Then why don't we do the same? I, for one, don't intend to let Coleman get his way. Good idea. I'm glad we have you, boss. Gut. Okay, sind wir einig. Okay, also ich finde ja Chinesisch total interessant, aber da ich schon mit Englisch meine Probleme habe, wird das wohl eher nichts. Tja, Fabi, dann tu was dagegen. Dann lerne Sprache. Es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Okay, ich würde mal sagen, wir machen dann lieber mal weiter, weil ich will dann doch irgendwann langsam weiterkommen. Ich denke mal, das können die meisten wohl verstehen, hoffe ich. Wir wollen ja noch einiges schaffen. Von daher, hier muss ich leider immer nur 2 Waffen, kann ich ja immer nur wählen. Leider, leider. Und die MK, die Mark 22. Obwohl, wartet mal, Quatsch. Nehmen wir doch lieber das Mosin Nagant. Natürlich. Probieren wir die endlich mal aus. Wollen wir mal so einen Panzer platt machen mal wieder. Na, anderes brauche ich nicht, alles klar. Alright. Ich als Halbspanier habe keine Probleme im Spanischen. Ja, glaube ich. Ich will unbedingt Japanisch lernen, aber ich weiß nicht direkt nach dem Abi genug Zeit finde. Fleck. Zeit für Sprachenlernen hat jeder Mensch auf der Welt, man muss sie nur nutzen. Außer du hast nun wirklich so, bist jemand, der 16 Stunden am Tag arbeitet, dann hast du keine Zeit. Aber das dürften wir in Deutschland selten. Die wenigsten Leute können sowas von sich behaupten. Von daher, die meisten Leute haben Zeit, sie müssen sie nur nutzen. Das ist die Sache. Das ist genau wie mit Sport oder Trainieren. Oder Hobby. In der Zeit, in der du jetzt quasi den Stream geschaut hast und die ganze Zeit dabei warst, so hart es klingt und so kontraproduktiv es für mich persönlich ist, in der Zeit hättest du eine Sprache, hättest du einen Einsteigerkurs hinkriegen können in der Zeit. Von daher, du hast Zeit. Auch jetzt schon scheinbar. Ich muss auch wieder viel mehr Zeit mal investieren. Ich muss meine alten Schulbücher wieder rausholen, wieder mein Spanisch auffrischen. Neutralize the enemy troops. Mach ich. Strike before they spot you. The enemy's attacking. Going to alert status. What's that? What is it? Endlich ist der Helm weg. Someone attacking? Ah, okay, verdammt. Schlechtes Timing. Okay, er braucht mal eine Sekunde. So. Der liegt, der andere wird wahrscheinlich auch bald schlafen.
fuck. Stimmt ja. Das macht am Anfang noch gar keinen Sinn. Jetzt schläft der aber auch ein. Okay. Guten alten Granatas. So. Genau, zeig mir eine hässliche Rückseite. Dankeschön. Genau. Vor allem können wir dadurch natürlich, wenn ich jetzt gleich richtig loslege, kann ich mir noch ein paar mehr Leute besorgen. Hast du noch einen überfahren? Alright. So, das M60 habe ich leider nicht, also holen wir uns hier mal einen Nachschubsmarkierer. Jetzt! They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Sehr gut. Fuck. Ich habe leider keinen mehr erwischt, aber das war eine Menge Munition. Nice. Das dürfte sogar reichen. Oh. Und cool. Oh, den kann ich mir sogar noch schnappen. Das ist geil. Da hinten schläft sogar noch einer. Ich hab das Fulton-System noch ausgerüstet. Ich bin so doof. Verdammt. What's wrong, boss? Respond! Boss! Das war natürlich doof. Das hätte ich nicht machen sollen. Also mal normal. So richtig kann ich kein Spanisch. Das, was hier verwendet wird, ist fast wie bei AC2, ACB und ACR. Das ist Italienisch. Also man kann es nicht so gut denken, was bedeutet. Genau. Vieles davon, die ganzen Sprachen sind ja auch alle verwandt und sind auch oftmals sehr, sehr ähnlich. Von daher. Ja, das war natürlich verschwendet. Ich glaube, die war gut. Yes. Hauptsache, ich kriege am Ende ein BMG, also das Ding, was er da fährt. Das ist das Wichtigste. Und den Kommandanten natürlich. Dafür habe ich das Modul Nagant ja eingepackt. Kann man Granaten noch abkochen lassen? Gute Frage. Ich glaube, dieser rote Tank scheint übrigens diese verwundbare Stelle zu sein. Also muss ich am besten darauf zielen. Ja, das ist der Treibstofftank. Gar nicht getroffen. Scheiße. Das war knapp, das hätte auch in die Hose gehen können. Das nicht. Schnell. Das war natürlich richtig wohl von mir. Ja, das ist der richtig schwache Punkt. Jo, auf jeden. Das macht schon viel mehr Sinn. Oh ja. Scheiße, ich brauche nochmal Nachschub. Obwohl, vielleicht nicht. Erstmal alle töten. Vielleicht reicht das schon. Wenn ich mal rankomme. Yes. Yes. Achso, seine Granate ist nie angekommen. Finde ich gut.
Aber anscheinend braucht er noch einen Schuss mehr, wenn ich Pech habe. Vielleicht aber auch nicht. Das kann der. Oh Gott. Nein! Ich war gerade was. Nein! Oh, Leute. Oh, ich dachte wieder, dass ich... Wieso war das Folgensystem schon wieder? Wovon? Oh, Mann. Ich Idiot. Wie oft mache ich nochmal denselben Fehler? No need to take out the armored vehicle just yet. Neutralize the troops first. Ja, den habe ich. Gehst du weg? Meiner Penner. F1. Yes. Yes, erwischt ihr auch vor allem schön mit. So will ich das sehen. Auf dem gibt noch einen mehr. Wieder doppelte RPG-Munition, wieder Glück gehabt. Exzellent. Aha. Okay. Kommt da wieder. Nicht erwischt. Der geht wieder schön zu seinem kleinen Truppenpanzer. Yes. Fuck, nein. Ich dachte, ich kann ihn eben, dass er auf mich zuläuft, weiterhin. Dass er da stehen bleibt, ne? Wohl. Diesmal habe ich Ration, hab drauf geachtet. Also ausgewählt. Das erwischt ihn leider nur so halb. Könnte aber reichen. So will ich das hören. Okay, ich glaube, ich muss den echt nur noch killen. Ja, das könnte ihn. Shit. Rauchgranate. Nein, das sind dann mehr. Ah, fuck, ich hab keine mehr. Erwische ich den anderen? Leider nur einen. Rationen sind parat. Nicht gut genug. Er kann halt nicht so weit werfen. Nur noch 2. Ja, überfahr deine eigenen Jungs. Finde ich super. Nice. Die muss ich töten. Sterbt bitte alle. Das gereicht? Viel kann der nicht mehr vertragen, der Junge. So viel geht er nicht mehr. Ich habe einen Flecken-Timeout übrigens, by the way. Können wir das schon erklären?
Du hast keine anderen Truppen mehr. Kommt er nicht irgendwann nochmal raus? Oder passiert das? Jetzt kommt er. Nee, kommt er nicht. Okay. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Come on. Genau, die beiden habe ich erwischt. Den anderen muss ich mit erwischen. Zeigt er sich überhaupt? Oder kommt der immer nur in der einen Hauptmission? Danach kommt er nicht mehr raus. Wahrscheinlich schon. Doch. Man muss so ein Ding ja fangen können. Da liegt ja noch einer, der noch gar nicht tot ist. Daran liegt's. Ich hätte ihn gerne mitgenommen, aber es ist mir zu gefährlich. Show yourself. Dann zeigt er sich. Zum Teufel. Muss man in der Lage sein, den zu fangen. Oder geht das in den Second Ops nicht? Doch, oder? Das Prinzip wird immer dasselbe sein. Oder kommen so viele Wellen von Gegnern? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich wirklich sein. Vielleicht noch mehr. 1, 2. Oh, ich hab keine... Scheiße. Gar nichts mehr. Jetzt kamen noch 2 raus. Shit. Steh auf. Scheiße. Er kommt, alles dauert aber, okay. Fuck. Oh Mann. Toll. Was habe ich jetzt überhaupt davon? Jetzt habe ich keinen Panzer und auch keinen Kommandanten. Oder kriege ich den trotzdem wenigstens den Panzer? Das weiß ich gar nicht. Ah, ich muss lieber später auf eine andere Rüstung warten, weil mit der kann man dann 3 Hauptwaffen tragen. RPG hat wenigstens einen neuen Rang, okay. Ah, shit. Ich glaube, von der Mission habe ich jetzt gar nichts, oder? Befürchte ich. Thanks for putting me on the R&D team, Snake. Naja. I'll cut to the chase. We've commenced development on our own bipedal weapon. The only thing is, we don't exactly have easy access to resources here. Yeah. Unfortunately, we don't have the budget of a defense department behind us. I understand. That's why I want to ask you something. If you fight any more AI weapons, could you try to gather as many of their parts as you can? That would really make things go a lot smoother. Again, easier said than done. If anyone could do it, you can, boss. You single-handedly took out the pupa. True. Look, if you're not interested, I can just work with what we have here. I'm not trying to force you to take unnecessary risks. You're the boss around here. All right. No promises. But I'll think about it. Great. Also, each AI weapon has a head part that serves as the core of its armament. Recovering a head part will allow you to use the weapon associated with that part. But those guys won't go down without a fight, so don't get too preoccupied with this stuff. Don't worry. I'm not about to risk my life for a bunch of scrap. I would hope not. One more thing. Our new bipedal weapon needs a name. Good point. We can't keep calling it our bipedal weapon. I had a talk with Miller, and we came up with Metal Gear Zeke. Metal Gear? Zeke? Yep. As you know, Metal Gear was coined by Granin. And Zeke? It's a name the U.S. military gave to Japanese aircraft that flew during World War II. Zeke was the Japanese Navy's best fighter plane. Huh. So are you okay with that, Snake? Sure. Fine by me. Miller was saying that an army without borders will need a deterrent against other countries. Tja. He's right. With Metal Gear, MSF can achieve true independence.
Here's hoping. Und so ist es soweit, dass wir unseren eigenen ersten Metal Gear bauen. Zur Abschreckung. Seht ihr? Good Intentions mal wieder. Jetzt kann im Menü Metal Gear ein laufiger Panzer entwickelt werden. Ihr habt richtig gehört. Wir bauen einen Metal Gear. Ist natürlich auch dezent stumpf. Das Ding ist, wir müssen erstmal einige Teile sammeln, bevor wir damit auch nur anfangen können. Hauptteile. Da fehlt uns überall dieser ganze Schrott. Die Schrottteile. Wir haben ein bisschen was für den Antrieb schon gefunden. Ein bisschen was von den Beinteile. Kopfteile ein bisschen. Aber wir brauchen erstmal alle Hauptteile, bevor wir die optionalen Teile überhaupt erst ausrüsten können. Von daher, erstmal kann das Ding nichts und existiert nicht. Von daher, noch können wir nichts tun. Okay. So. Auftrag Ops. So, erstmal das Personal. Nichts Neues. Auftrag. Jetzt können wir halt immer unsere Kampfeinheiten können wir jetzt auf Missionen senden. Ganz so wie in, ja, Assassin's Creed Brotherhood zum Beispiel. Und man hat halt immer rechts so einen roten Kreis, den man sieht. Und da setzen wir jetzt unsere Einheiten ein. Und dann sieht man, wie groß der eigene Kreis ist. Und je höher der Kreis, wenn der Kreis größer ist als deren, wird man auf jeden Fall gewinnen. Aber je höher der eigene Kreis ist, als im Gegensatz zum anderen, umso weniger Verwundungen werden davon getragen und so weiter. Also ruhig ein paar mehr nutzen als nötig, sag ich mal. So, da sind wir unterwegs. Jetzt hier. Snail. Snakehead. Ruhig ein paar mehr. Ja, genau, CJ. Ach was, ein eigener Metal Gear. Kannst mal sehen, ne? Was immer das kommt. Ich gehe keine Risiken ein, deswegen sende ich lieber immer ein paar mehr. Ich glaube, das wird wohl eine gewisse Auswirkung haben. Ich weiß noch, als ich den Metal Gear hatte, waren Einsatz der Kampfeinheiten ein Klacks. Na, das glaube ich dir, Nico. So, macht irgendwie Sinn, ne? Und natürlich können wir auch hier unsere Panzer und Panzerfahrzeuge und so können wir auch einsetzen. Weil die Gegner haben später auch solche, aber noch brauche ich die nicht, sag ich mal, verschwenden. Weil die nehmen ja auch immer Schaden dabei. So, was geht hier Neues? Unterstützungsmarkierer, Unterstützungsschlag, ja, na komm, entwickeln wir mal, besser als nichts. Objekte, Rang 2 vom Mate-T, ich weiß nicht, der Verstand hat bis jetzt so keine große Rolle gespielt. Um die letzten Hauptmissionen freizuschalten, muss die hier komplett einsatzbereit sein. Nicht, dass du dich auch immer fragst, warum keine Hauptmission mehr kommen. Okay, gut, danke. Hat Yui eigentlich irgendwas mit dem Heli aus dem Vietnamkrieg zu tun? Ich glaube nicht. Ich glaube, die brauchten... Aber das wird wahrscheinlich die Intention hinter dem Namen gewesen sein. Ich weiß nur nicht, wo da die Verbindung steht. Musst du Kojima fragen oder googeln. Weiß ich gerade auch nicht. Warte mal. Forschung und Entwicklung. Ah ne, kann man ja nur nachgucken, genau. Alright, dann machen wir mal eine andere Nebenmission. War da, glaube ich, noch offen? Den machen wir eben noch und dann weiter mit der Hauptmission. Müssen wir mal fortsetzen hier, ne? Zerstörung des Ziels. Sprengen Sie das bezeichnete Ziel in der feindlichen Basis an Rio del Jade mit C4. Okay. Okay, brauchen wir also auf jeden Fall C4. Ich nehme mal sonst nur die Marks mit und so weiter. Fulton-System ist am Start. Einsatz starten. Ach so, ach stimmt, das hatte ich ja bei dem Kampf letztens rausgenommen. C4. Statt Rauchgranaten nehme ich mal Düppel. Vielleicht ist das eher mal von Vorteil. So, let's go. Arven Van Raven hat gefollowt. Oh, habe ich gerade übersehen, Entschuldigung. Danke fürs Following, sehr lieb von dir. Willkommen in der Familie. Also, das ist unser Ziel und das müssen wir also sprengen. Ist nur eins. Und dafür haben wir 5 Minuten Zeit. Verstehe. Na. Leider haben jetzt hier alle immer Helme. Sehr nervig. Aber die simplen Helme kann man halt mit einem Doppelschuss mal wegkriegen, hier von den normalen Troopers, sag ich mal.
So, das gute alte Fulton-System. Dafür haben wir es ja. Wo ist der andere? Da. Komm zu Papa. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Fulton recovery helicopter is complete. What was that? Someone attacking? Quatsch. Enemies close by. Shit. Aber Alarm konnte er doch nicht auslösen, ne? Ne, konnte er nicht. Siehste. Aber ich wurde entdeckt, das ist halt schlecht für die Wertung, aber... Scheiß drauf. Dafür spiele ich hier gerade nicht für die Wertung. Sonst irgendwas? Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Ich kann das C4 meinetwegen schon mal legen. Aber ich gucke mich trotzdem um, ob ich noch was finde. Ich glaube, da hinten war nichts. Nein, nix. Liegt hinten vielleicht noch jemand? Sieht nicht so aus. Alles klar. Head Alright. for the recovery zone. We'll pick you up there. Und ab dafür. So. Mission complete. Folks back at Mother Base will be thrilled. Wie er immer wegfliegt, ey, herrlich. So, Einsatz beendet. Gut, gut, gut. Sehr schön. Die folgenden Worte können mit dem heldenhaften Geist erfüllt werden. Immer mit der Ruhe. Okay. Hobby-Zeitschrift Layout Rang 1. Ob das so sinnvoll ist? Es gibt wahrscheinlich interessantere Items als das. Übrigens, da ist wieder der Scrollbalken. So, weg ist er. Ein Spezialbericht ist eingetroffen. Okay. Unterstützungsschlagmarker entwickelt. Solidus Zeitschrift. Rang 1 entwickelbar. Die Kampfhandlungen werden beendet. Laufen die noch oder heißt das, die sind beendet worden? Oder laufen? Ich weiß es nicht. Neues Personal. Filefish. So scheint es für die Kantine gut zu sein. Ne, der war Mediziner, ne? Ups. Egal. Kantine. Mediziner. Right. Schauen wir mal nach. Zurückgekehrt. Nope. Das dauert nämlich ewig, wenn man sich das anguckt. Und dadurch nimmt halt auch deren Werte enorm zu, jedes Mal. Und manchmal finden sie halt auch Sachen zwischendurch. Papppanzer Rang 1. Karton für Kampfeinsatz. Spieler 1 ist der Fahrer, Spieler 2 der Schütze. Ja. Und sitzen zwei in einem Pappkarton und schießen. Team Bravo. Nope. Nice. Papppanzer mit Betäubungskanone. Gibt's auch die Variante, genau. Team Charlie. Nein. Weil dann wird der ganze Kampf angezeigt und das zieht sich halt enorm in die Länge, sag ich mal. Ah, die Werte steigen halt schön an. Papppanzer, Betäubungskanonen, noch mehr gefunden. Okay. Seht ihr jetzt direkt ein paar mehr freigeschaltet? Okay. Team A. Okay, da ist schon so ein Ding dabei. Muss ich noch mal kurz gucken. Symbolhilfe. Nee, ich will wissen, nachladen, werfen, positionieren. Okay. Es gibt halt ein paar einzelne Einheiten, die so Fähigkeiten haben, zum Beispiel gegen gepanzerte Waffen oder so, aber die sind wohl alle schon woanders im Einsatz. Okay. Einfach gucken, dass der Kreis größer ist, sag ich mal. Kann man halt simpel gestalten. Da, Snipe sieht with Sorrowful ähnlich. Okay, ja, stimmt. Stimmt, der eine sah so wirklich so aus. Dann hier dasselbe wieder. Setzen wir einfach mal selber einen ein. Oh, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch ein bisschen sehr mächtig. Dürfte reichen. Und hier, das dürfte reichen. Obwohl, vielleicht noch einen mehr. Jo.
So, schalten Sie gepanzerten Fahrzeuge, Fahrzeugeinheit 01 aus. Alright, ich nehme ein paar schwerere. Ihr kriegt auf jeden Fall einen Mac mit dazu. Ne, aber nur einen.